Hallo allerseits und willkommen zum Kanal-Update für März und April 2017. Es ist wieder Zeit, euch auf den aktuellen Stand zu bringen, was sich so ein bisschen getan hat außerhalb der Videos, und das sprechen wir jetzt in dem Video einfach mal möglichst schnell durch. Fangen wir gleich mit einem Termin an. Es gibt hier in der Nähe eine recht schöne Ausstellung, die ich bisher noch nicht geschafft habe zum Besuchen. Und zwar ist es die Modellbauausstellung auf dem Fliegerhorst in Leipheim. Das findet dieses Jahr wieder im Mai statt, und zwar am 27. Mai. Das ist nur ein Tag, und ja, im Fliegerhorst-Museum in so alten Flugzeughallen, soweit ich weiß, sehr flugzeugmodelllastig natürlich, aber ich schaue mir persönlich immer gern Modelle an. Ist mir eigentlich dann egal, zu welchem Genre die gehören. Es ärgert mich ein bisschen, dass ich da die letzten Jahre irgendwie nie geschafft habe, da hinzukommen. Ich werde es dieses Jahr auf jeden Fall mal versuchen. Und falls ihr da in der Nähe seid, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich glaube, das ist eine Ausstellung, die sich lohnt zu besuchen. Wo wir schon gerade von Messen und Ausstellungen reden, jetzt Anfang April waren ja die Fürstenfelder Modellbautage. Da habe ich ja 2 Tage lang ausgestellt, und es hat mich wieder sehr gefreut, viele von euch persönlich zu treffen. Manche sind ja schon alte Bekannte und manche neue Gesichter hat man dann auch wieder gesehen. War auf jeden Fall sehr schön, mit euch persönlich ein bisschen zum Quatschen, und ja, war doch eine sehr schöne Ausstellung, alles in allem. So, auf der Ausstellung kann man wirklich hervorragend einkaufen. Das war natürlich schlecht für mich. Also ich habe da ein paar schöne Sachen ergattert hier, von Dragon den Jagdtiger, noch mit allen Goodies drin. Dann von ECM die Figuren hier. Dann gab es auch von Tamiya den Cromwell. Da sind auch Fotoetzteile drin und Metallketten und so weiter. Also so, ich sag mal, diverse Zubehörteile sind einfach schon dabei. Und dann noch von Dragon der Jagdpanther, die frühe Ausführung, auch noch mit allen Goodies. Und ein Buch musste auch noch mit zu deutschen Abzeichen. Das ist natürlich als Figurenmaler immer relevant, dass man das alles im Blick hat. Ich habe allgemein in letzter Zeit relativ viele Bücher besorgt, die möchte ich jetzt hier aber nicht alle aufzählen. Ich glaube, dass da durchaus das Interesse besteht von euch, dass ich vielleicht das ein oder andere Buch mal in einem Video vorstelle. Ich weiß bloß immer nicht, wie relevant das für alle ist. Also ich schätze mal, der eine oder andere hat da sicherlich großes Interesse dran und manche gar nicht. Das muss ich mir nur überlegen, ob das ein Format ist, das sich lohnt zu machen. Wie ihr wisst, organisiere ich im August immer in den Sommerferien für die Kinder hier im Dorf einen Modellbau-Workshop. Das ist Teil vom Ferienprogramm, und haben sich seit dem letzten Update wieder einige großzügige Spenden angesammelt. Ihr seht, der Haufen ist schon beinahe furchteinflößend. Vielen Dank an euch alle. Ich kann da jetzt nicht jedem einzeln danken. Das habe ich schon entweder persönlich oder schriftlich getan. Das würde jetzt auch einfach den Rahmen sprengen, aber ihr seht, es gibt noch Gutes in der Menschheit, möchte ich mal sagen. So viele Bausätze für die Kinder, also da braucht sich dann keiner beschweren, da geht uns das Modellbaumaterial auf jeden Fall nicht aus. Es ist sehr großzügig, und ich kann auch weiterhin jeden nur ermutigen, der vielleicht was übrig hat, hier jetzt, ich würde mal sagen, im innerdeutschen Raum, da ist der Versand nicht so teuer, dass er vielleicht noch was spendet. Man kann eigentlich nicht genug Baumaterial haben. Da bin ich auf alle Fälle mal gespannt, was da die Kinder dazu sagen, wenn sie das sehen. Ich glaube, denen fallen die Augen raus. Im letzten Kanal-Update habe ich ja auch erwähnt, dass dieser Kanal jetzt auch eine Facebook-Seite hat. Wird auch sehr gut angenommen. Es sind jetzt schon über 300 Mitglieder drin. Das finde ich sehr schön und auch sehr motivierend. Ich poste eigentlich jeden Tag mal eine Kleinigkeit für euch, und es ist immer schön zu sehen, was ihr davon haltet. Und so kann ich euch auch zwischen den Videos relativ gut auf dem Laufenden halten. Also wenn ihr Lust habt, schaut einfach mal vorbei in der Gruppe und könnt auch gerne beitreten. Seit dem letzten Update-Video habe ich auch wieder 2 Häresie-Videos gemacht. Die scheinen den Nerv der Zeit ziemlich gut getroffen zu haben. Es war sehr interessant, da die Meinungen und Reaktionen da zu hören. Das meiste war natürlich positiv, waren noch ein paar negative Sachen dabei, aber das ist natürlich klar bei so einem Thema oder bei solchen Themen, muss man eigentlich sagen, da fühlen sich manche Leute vielleicht ein bisschen auf den
auf den Schlips getreten. Das kann ich auch verstehen. Aber das ist nichts Persönliches. Das ist nur meine Meinung und das muss auch keiner übernehmen oder akzeptieren. Das war jedenfalls wieder eine gute Gelegenheit, mit interessanten Leuten ins Gespräch zu kommen. Und einer meiner Zuschauer hat mir dann auch prompt so Schleifpapier von 3M hier geschickt. Das ist ein sehr interessantes System. Habe ich auch schon gut verwenden können bisher. Finde ich echt, ist eine interessante Sache. Vielleicht mache ich da mal ein Video drüber. 3M als Marke ist mir schon bekannt. Aber jetzt, dass die hier dieses Schleifvlies da haben, das wusste ich noch nicht. Jedenfalls vielen Dank für dieses Geschenk. Du weißt, wer du bist und ich weiß es sehr zu schätzen und werde es sehr sorgfältig behandeln. Ein sehr interessanter Austausch zum Thema Schleifen und Grundieren hat sich auch mit Switcher ergeben. Das ist auch ein Modellbau-YouTuber hier, der schon seit vielen Jahren sehr interessante Videos macht. Und das, finde ich, ist eine interessante Bereicherung, weil man muss nicht immer der gleichen Meinung sein, aber man kann trotzdem drüber reden und die verschiedenen Ansichten austauschen, weil da lernt eigentlich jeder was. Man muss das nicht immer gleich so polemisch angehen und sagen, ach, das ist alles nur dummes Gerede oder haben wir alle keine Ahnung oder so, sondern man muss erstmal zuhören, was der andere zu sagen hat. Und das sind meistens recht interessante Dinge, wenn man denn willens ist, zuzuhören. Und das hat mich da eben sehr gefreut, beim Switcher ganz besonders. Soweit so gut, jetzt schauen wir uns mal an, was sich so auf der Werkbank gerade tut. Zum Glück war ich in letzter Zeit in der Lage, einige alte Projekte abzuschließen, die einfach vor längerem schon angefangen waren und dann sich einfach gezogen haben. Und die habe ich jetzt mehr oder weniger abgearbeitet, jetzt kann ich guten Gewissens wieder was Neues anfangen. Eins davon ist hier von Hobbyboss, der Schneider CA-Panzer. Das ist der erste Panzer, den die Franzosen im Ersten Weltkrieg zum Einsatz gebracht haben. Habe jetzt hier schon das Fahrwerk und die Unterwanne mehr oder weniger fertig. Dazu gibt es auch, wie versprochen, den Baubericht, also Diorama, Figuren und das Fahrzeug. Habe ich schon angefangen zum Filmen natürlich. Jetzt ist die Motivation da, deswegen gibt es jetzt auch dann den Baubericht. Das ist immer so recht anstrengend und zeitraubend, deswegen mache ich das nicht so oft, aber dafür möchte ich unbedingt den Baubericht machen und da lasse ich mir dann auch Zeit dafür, dass mich das nicht so sehr auszehrt. Jedenfalls der Bausatz hier von Hobbyboss, der ist eigentlich ganz gut. Hier und da vielleicht ein paar Detailschwächen. Passgenauigkeit ist dafür aber sehr gut. Die mangelnden Details hier an diversen Stellen, die möchte ich auch ein bisschen verbessern. Darum wird es vielleicht im Baubericht auch gehen. Das zweite Projekt, an dem ich gerade arbeite, beinhaltet hier von Tamiya den Famo, den 18-Tonner, dieses riesige Fahrzeug. Ist der Bausatz mit dem Flachbettanhänger auch. Und das wird, glaube ich, ein ziemlich großes Projekt. Allein schon die Fahrzeuge sehr groß. Es soll auch ein Diorama geben. Und als Beladung hätte ich dann gern ein Panzer 4 oder ein Stuck 3. Soll dann eine Szene in Mittelitalien sein, auf einer Bergstraße. Da habe ich ein paar interessante Fotos gefunden von so einem Gespann, wie es gerade versucht, auf einer Bergstraße voranzukommen. Ist recht interessant. Der Bausatz Tamiya, hervorragende Passgenauigkeit. Nicht zu kleinteilig, Details sind in Ordnung eigentlich, also wirklich eine spaßige Sache. Ich habe hier die Vorderachse noch beweglich gehalten, auch die Lenkung, das spielt nämlich dann bei dem besagten Diorama ein bisschen eine Rolle und ich möchte dann einfach, dass das Fahrzeug da sauber dann auf der Straße steht, mit eingeschlagener Lenkung. Selbes wird dann auf den Anhänger gelten, aber den habe ich jetzt noch nicht angefangen zu bauen. Ja, das sind nicht ganz unaufwendige Projekte, aber gerade die machen mir zurzeit einfach ziemlich viel Spaß und es dauert zwar vielleicht ein bisschen länger, bis es fertig ist, aufgrund der, Fülle an Bausätzen, die da involviert sind, aber was soll's, wir wollen ja was Schönes sehen am Schluss und nicht schnell. Alles klar, jetzt schauen wir uns mal an, was ich mir so seit dem letzten Update für neue Bausätze zugelegt habe.
Bausätze, die ich jetzt so einkauft habe, sind thematisch doch recht vielfältig eigentlich. Das finde ich auch zurzeit einfach schön, dass es ja, sehr viel Bausätze außerhalb des normalen Spektrums gibt. Jetzt viel Erster Weltkrieg oder auch jetzt moderne Sachen sind wieder stark im Kommen. Das ist vielleicht auch noch ein Thema, wo ich mich ein bisschen mehr drum kümmern könnte vielleicht. Es muss ja nicht immer alles Deutsch Zweiter Weltkrieg sein. Alles klar, das war's auch schon wieder für dieses Update-Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.